hast du gestern den Bericht über den Amazonas gesehen? Ja, ich habe ihn im Fernsehen geschaut. Ich fand die Tiere im Regenwald sehr beeindruckend. Stimmt, besonders die bunten Vögel waren schön. Weißt du, wie groß der Amazonas-Regenwald ist? Nein, aber er ist viel größer als Deutschland. Im Bericht sagten sie, es gibt viele verschiedene Pflanzen. Einige wachsen nur dort und nirgendwo anders. Ich habe gelernt, dass es auch gefährliche Tiere gibt. Zum Beispiel Schlangen und Piranhas. Die Menschen, die im Regenwald leben, sind spannend. Ja, sie haben ganz andere Traditionen als wir. Im Film war ein kleines Dorf am Fluss zu sehen. Die Häuser waren aus Holz und Blättern gebaut. Ich fand es toll, wie sie im Einklang mit der Natur leben. Aber es gibt auch viele Probleme im Regenwald. Ja, die Rodung ist ein großes Thema. Viele Bäume werden für Holz gefällt. Oder für Plantagen abgebrannt, das ist traurig. Wenn der Regenwald verschwindet, leiden viele Tiere. Und das Klima ändert sich auch, das sagen die Forscher. Findest du, wir können etwas helfen? Vielleicht mit Spenden oder indem wir Papier sparen. Ich benutze schon Recyclingpapier in der Schule. Das ist eine gute Idee. Ich kaufe auch weniger Palmöl. Franzi hat erzählt, sie war mal in Brasilien. Sie hat eine Bootsfahrt auf dem Amazonas gemacht. Oh, das stelle ich mir spannend vor. Sie hat viele Fotos von bunten Vögeln gemacht. Vielleicht können wir auch mal dorthin reisen. Das wäre schön, aber wir sollten erst sparen. Ja, und mehr über die Natur lernen. Magst du Dokumentationen? Ich finde sie sehr interessant. Ja, besonders über Tiere und andere Länder. Max, hast du den Rest von dem Auflauf gesehen? Ja, Mama, er steht noch im Kühlschrank. Niemand möchte das letzte Stück essen, oder? Ich glaube nicht. Gestern wollte auch keiner. Der Auflauf war doch lecker. Was stimmt nicht damit? Er ist schon ein bisschen trocken geworden. Ach so, das kann sein. Soll ich ihn vielleicht aufwärmen? Kannst du machen. Vielleicht ist er dann besser. Willst du ihn jetzt probieren, Max? Ehrlich gesagt habe ich heute nicht so viel Hunger. Aber wir können das Essen doch nicht wegwerfen. Das stimmt, Mama. Es wäre schade ums Essen. Vielleicht kann ich noch etwas Käse darüber geben. Gute Idee. Käse macht alles ein bisschen besser. Oder wir machen einen kleinen Salat dazu. Mit Salat schmeckt der Auflauf bestimmt frischer. Weißt du, Oma hat nie Reste weggeworfen. Ja, in München war das genauso bei ihr. Manchmal hat sie aus Resten eine Suppe gemacht. Das war immer sehr kreativ. Ich erinnere mich. Aber heute ist es nur noch das kleine Stück übrig. Vielleicht isst Papa es später zum Abendessen? Ja, ich kann ihn fragen, wenn er nach Hause kommt. Wenn nicht, können wir den Auflauf morgen mitnehmen. Zur Arbeit oder zur Uni? Ist das eine gute Idee? Ja, dann muss keiner von uns kochen. Okay, dann stelle ich den Auflauf wieder in den Kühlschrank. Vielleicht findet sich morgen jemand, der Hunger hat. Oder vielleicht bekomme ich später doch noch Appetit. Gut, Max, ich bin gespannt, ob jemand schwach wird. Danke, Mama. Du machst dir immer so viele Gedanken. Das gehört dazu. Ich will, dass nichts verloren geht. Oh nein, Max, schau mal. Unsere Katze hat aufs Sofa gemacht. Oh je, das riecht aber gar nicht gut. Warum macht sie das? Ich weiß nicht.
Vielleicht ist sie sauer oder gestresst. Hast du heute ihr Katzenklo sauber gemacht? Ja, heute Morgen noch. Es war alles sauber. Komisch, vielleicht mag sie das neue Streu nicht? Das kann sein. Sie ist oft etwas wählerisch. Und jetzt, was machen wir mit dem Sofa? Wir müssen es sauber machen. Hast du den Reiniger gefunden? Ja, der Reiniger steht im Schrank. Ich hole ihn gleich. Soll ich ein Handtuch mitbringen? Ja, bitte. Wir brauchen ein großes Handtuch. Oh, Clara sitzt schon wieder unter dem Tisch. Sie sieht ein bisschen schuldig aus, oder? Vielleicht versteht sie, dass sie etwas falsch gemacht hat. Katzen sind wirklich schlau, aber das nervt manchmal. Ja, aber ich kann ihr nicht lange böse sein. Ich auch nicht. Sie ist einfach zu süß. Max, erinnerst du dich an letztes Jahr in Berlin? Da hat Clara auch auf die Gästecouch gepinkelt. Oh ja, deine Tante war gar nicht begeistert. Damals war Clara noch ganz jung und schüchtern. Jetzt ist sie größer, aber manchmal immer noch frech. Ich frage mich, ob wir zum Tierarzt sollen? Vielleicht. Es ist schon das zweite Mal diese Woche. Ich mache morgen einen Termin aus. Sicher ist sicher. Das ist eine gute Idee. Das Sofa ist jetzt fast sauber. Danke fürs Helfen, Max. Du bist immer so geduldig. Gern. Zusammen geht alles leichter. Komm, setzen wir uns trotzdem kurz hin. Gerne. Das Sofa riecht jetzt wieder ganz okay. Und Clara? Sie versteckt sich immer noch. Vielleicht bringe ich ihr ein Leckerli. Das ist bestimmt eine gute Idee, Max. Warum willst du dieses alte Möbelstück behalten, Thomas? Es ist mein Lieblingsschrank, Anna. Er ist sehr besonders. Er ist aber schon sehr alt und nimmt viel Platz weg. Ich weiß, aber er gehört seit Jahren zur Familie. Mein Großvater hat ihn gebaut, als er in München lebte. Das ist wirklich schön, aber er ist schwer zu reinigen. Ja, es gibt viel Staub, aber das Holz ist immer noch gut. Findest du nicht, dass ein neues Möbelstück besser passt? Vielleicht, aber dieser Schrank hat viele Erinnerungen. Hast du früher oft mit deinem Großvater darüber gesprochen? Ja, er hat mir gezeigt, wie man das Holz pflegt. Ich durfte ihm beim Polieren helfen, als ich klein war. Das klingt nach einer lieben Erinnerung. Aber würdest du es in das neue Wohnzimmer stellen? Ja, ich denke, der Schrank passt gut neben das Fenster. Ich habe Angst, dass er zu dunkel für den Raum ist. Wir können eine kleine Lampe darauf stellen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht eine bunte Vase auch? Ja, eine Vase mit Blumen macht es freundlicher. Er knarrt aber immer, wenn man die Türen öffnet. Ich kann das Scharnier ölen, dann ist es leiser. Ich verstehe schon, warum er dir wichtig ist. Danke, Anna, ich hätte ihn ungern weggegeben. Vielleicht könnten wir ihn gemeinsam restaurieren. Das wäre toll, dann hat er noch mehr Bedeutung. Wir könnten Fotos machen, bevor wir beginnen. Gute Idee, so erinnern wir uns an den alten Zustand. Weißt du noch, wie der Schrank früher im Haus stand? Ja, im Wohnzimmer meines Elternhauses unter dem Bild. Wir stellen ihn bei uns an eine ähnliche Stelle. Das gefällt mir, so bleibt das Gefühl von früher. Also behalten wir den Schrank. Ich freue mich darauf. Ich auch, Anna. Danke, dass wir das gemeinsam machen. Martin, hast du die Spüle gerade abgewischt? Ja, Anna,
Ich habe die alte gelbe Spülbürste benutzt. Meinst du den ganz alten Schwamm? Der sieht nicht mehr gut aus. Ja, den gleichen, aber ich finde, er geht noch. Martin, der Schwamm riecht schon ein bisschen komisch. Außerdem ist er total weich und fast kaputt. Ist dir das wirklich so wichtig? Ja, ich finde das nicht so hygienisch. In Berlin wechselt man Schwämme jede Woche, weißt du? Echt? In meiner Familie benutzt man sie viel länger. Ich denke, bei Spülschwämmen ist das nicht so gut. Stimmt, vielleicht hast du recht. Er ist wirklich alt. Möchtest du ihn heute noch austauschen? Ja, können wir machen. Haben wir noch einen neuen? Ja, im Schrank unter der Spüle liegen noch 2. Super, dann nehme ich gleich einen neuen heraus. Kannst du mir bitte helfen, den alten wegzuwerfen? Klar, ich bringe ihn gleich zum Mülleimer. Möchtest du ab jetzt öfter neue Schwämme nehmen? Ja, das ist besser. Vielleicht alle 2 Wochen? Das klingt gut. Dann kaufen wir öfter neue nach. Die kosten ja auch nicht viel im Supermarkt. Richtig, und es ist wirklich hygienischer so. Anna, magst du die grünen oder die gelben Schwämme lieber? Ich finde die grünen stabiler, sie halten länger. Okay, dann nehmen wir zukünftig grüne Schwämme. Prima. Ich kann nächste Woche im Lidl welche besorgen. Wenn du gehst, bring mir auch bitte Spülmittel mit. Natürlich, das mache ich. Unsere Küche ist dann wieder frisch. Danke, Anna. Zusammen macht das Putzen sogar Spaß. Stimmt, zu zweit geht alles leichter. Gut, dann ist die Küche bald wieder sauber und ordentlich. Jan, kannst du mir helfen, das Hemd zu bügeln? Ja, Mama, ich habe das noch nie gemacht. Wie geht das? Keine Sorge, ich zeige es dir Schritt für Schritt. Zuerst musst du das Bügeleisen einschalten. Wo stelle ich die richtige Temperatur ein? Hier gibt es ein Rädchen am Bügeleisen. Soll ich Baumwolle wählen für das Hemd? Ja, Baumwolle ist gut. Und dann warte, bis es heiß ist. Wie merke ich, dass das Bügeleisen bereit ist? Das Licht am Bügeleisen geht aus, wenn es fertig ist. Okay, das Licht ist jetzt aus. Was mache ich zuerst? Lege das Hemd glatt auf das Bügelbrett. Soll ich mit dem Kragen anfangen? Ja, immer mit dem Kragen beginnen. So wird er schön glatt. Kann ich das Bügeleisen einfach über den Kragen ziehen? Ja, aber immer in einer Richtung, sonst gibt es Falten. Ah, ich verstehe. Jetzt mache ich die Ärmel, oder? Genau, die Ärmel kommen nach dem Kragen dran. Wie bügele ich am besten die Manschetten? Erst aufklappen, dann vorsichtig hin und her bügeln. Ich sehe, das ist gar nicht so schwer. Nein, mit etwas Übung geht es ganz leicht. Soll ich die Vorderseite oder die Rückseite zuerst machen? Beginne mit der Rückseite, dann die Vorderseite. Kann ich Wasser benutzen, wenn es Falten gibt? Ja, sprühe etwas Wasser, dann werden sie schön glatt. Mama, mein Hemd sieht jetzt richtig gut aus. Du hast das toll gemacht, Jan. Ich bin stolz auf dich. Danke, bald kann ich alle meine Hemden selbst bügeln. Sehr gut. So bist du immer ordentlich angezogen. Weißt du, Papa hat das nie so gut geschafft wie ich. Vielleicht kannst du es ihm mal zeigen, Jan. Das mache ich gern. Es macht sogar ein bisschen Spaß. Siehst du, gemeinsam lernen wir immer etwas Neues. Oh Jens, schau mal, was ist das für ein Foto auf meinem Handy? Warte, lass mich sehen. Oh nein, das ist doch von der Party.
das ist so peinlich. Mein Gesicht sieht ganz komisch aus. Haha, ja. Und du hast die Sonnenbrille von Max auf. Ich erinnere mich kaum daran. Wo war das nochmal? Das war in Annas Wohnung in München, weißt du noch? Ach ja, richtig. Das war, nachdem wir getanzt hatten. Und du hast laut gelacht. Ich glaube, alle haben dich gehört. Oh nein, hoffentlich hat Anna kein Video gemacht. Keine Sorge, ich glaube, es gibt nur dieses Foto. Warum sieht mein Haar so wild aus? Das ist echt lustig. Vielleicht wegen des Winds am Fenster? Oder weil wir so viel gelacht haben. Es war wirklich schön. Ja, das stimmt. Die Stimmung war super an dem Abend. Soll ich das Foto löschen? Es ist schon sehr peinlich. Nein, behalt es. Es ist eine gute Erinnerung. Und niemand außer uns sieht es, versprochen. Okay, aber ich möchte nicht, dass es auf Instagram landet. Natürlich nicht. Ich werde es niemandem zeigen. Hast du auch peinliche Fotos von mir auf deinem Handy? Warte, ich schaue mal kurz. Nein, nur dieses hier. Puh, das ist eine Erleichterung. Und von dir? Von mir? Es gibt bestimmt schlimmere Fotos. Zeig mal eins von dir. Das ist nur fair. Okay, hier ist eins, wo ich mich als Weihnachtsmann verkleidet habe. Haha, Jens, du siehst wirklich lustig aus mit dem Bart. Ja, das fand meine kleine Schwester auch sehr witzig. Wir sollten ein geheimes Album machen, nur für uns. Gute Idee, aber unter einer Bedingung, keine Videos. Abgemacht. Dann haben wir beide nichts zu befürchten. Genau. Freunde müssen zusammenhalten, auch bei peinlichen Fotos. Stimmt, diese Fotos bleiben unser kleines Geheimnis. Max, hast du mein Handy-Ladegerät gesehen? Nein, Lisa, ich habe es heute nicht gesehen. Es war gestern Abend noch auf dem Tisch. Bist du sicher? Vielleicht hast du es im Schlafzimmer gelassen. Nein, ich habe im Schlafzimmer schon geschaut. Komisch. Das Ladegerät verschwindet immer. Ja, letzte Woche war es im Wohnzimmer versteckt. Und einmal habe ich es im Badezimmer gefunden. Man könnte denken, es hat Beine und läuft weg. Haha, ja. Vielleicht versteckt es sich extra. Wir sind wirklich zu zweit und trotzdem ist es oft weg. Benutzt vielleicht einer von uns beiden immer dasselbe? Ja, ich glaube, wir brauchen 2 Ladegeräte. Das wäre wirklich besser. Kein Streit mehr. Wann hast du das Ladegerät zuletzt benutzt? Gestern, aber ich habe es danach wieder hingelegt. Dann muss es hier irgendwo sein. Ja, vielleicht unter den Zeitungen? Gute Idee, ich schaue mal nach. Nein, hier ist nur mein Buch. Hast du in deiner Tasche nachgeschaut? Stimmt, mein Rucksack liegt da. Moment, ach, hier ist es. Haha, du hast es also doch gehabt. Ich bin manchmal wirklich vergesslich. Kein Problem, das passiert jedem Mal. Trotzdem, wir sollten einen festen Platz machen. Ja, ein Ladegerätekorb wäre gut. Ich kaufe morgen noch ein zweites Ladegerät. Super, dann gibt es keine Probleme mehr. Danke für deine Geduld, Max. Gern, Lisa, Familienleben ist immer ein Abenteuer. Oh nein, wir haben kein Toilettenpapier mehr. Wirklich? Ich habe es gestern auch nicht gesehen. Warst du nicht gestern einkaufen, Paul? Ja, aber ich habe das Papier völlig vergessen. Mist, ich dachte, du bringst Toilettenpapier mit. Ich hatte es im Kopf, aber dann kam der Anruf von Lukas.
Das passiert. Ich hätte es auch vergessen können. Im Supermarkt war so viel los, ich war abgelenkt. Na ja, zum Glück ist es kein Weltuntergang. Stimmt, aber morgen müssen wir welches holen. Auf jeden Fall. Ohne Papier geht es nicht lange. Wir haben noch ein paar Taschentücher zur Not. Gut, dass wir welche haben. Vielleicht reicht es bis morgen. Ich schreibe es direkt auf die Einkaufsliste. Danke, Paul. Ich werde das nächste Mal auch dran denken. Gemeinsam vergessen wir es bestimmt nicht mehr. Weißt du, in München habe ich das ständig vergessen. Echt? In Köln ist mir das auch schon passiert. Zum Glück können wir darüber lachen. Ja, besser lachen als sich ärgern. Hast du noch andere Sachen vergessen? Ich glaube, ich habe keine Milch mehr mitgenommen. Keine Milch? Dann gibt es morgen keinen Kaffee? Oh nein, das wäre schlimm. Kaffee brauchen wir. Ich kann morgen vor der Uni einkaufen gehen. Das wäre super. Ich gehe heute etwas früher schlafen. Kein Problem. Ich hole Papier und Milch. Soll ich noch etwas aufschreiben? Vielleicht noch Brot, falls wenig da ist. Okay, Papier, Milch und Brot stehen auf der Liste. Toll, dann klappt es morgen bestimmt. Danke, Anna. Zusammen sind wir ein gutes Team. Gerne, Paul. Aber jetzt suchen wir die Taschentücher. Marie, was ist los? Du siehst nicht gut aus. Papa, mein Bauch tut weh. Oh nein, seit wann hast du Bauchschmerzen? Seit heute Morgen. Es ist schlimmer geworden. Hast du etwas Komisches gegessen? Ich habe gestern Pizza gegessen, aber nichts Besonderes. Vielleicht war die Pizza zu scharf oder zu alt? Nein, sie war frisch. Aber ich habe auch Cola getrunken. Cola verträgst du manchmal nicht so gut, oder? Ja, manchmal bekomme ich davon Bauchweh. Hast du auch Fieber oder fühlst du dich müde? Nein, ich habe kein Fieber, aber ich bin ein bisschen müde. Möchtest du dich hinlegen? Das hilft oft. Ich habe es versucht, aber der Schmerz bleibt. Wo genau tut es weh? Oberbauch oder Unterbauch? Es ist mehr im Unterbauch, aber es zieht auch nach oben. Vielleicht hilft eine Wärmflasche? Willst du eine? Ja, bitte. Das wäre wirklich nett. Ich hole gleich eine aus dem Bad. Willst du auch Kamillentee trinken? Gerne, Papa. Kamillentee ist gut für den Bauch. Ich mache dir gleich eine Tasse Tee. Danke. Es tut gut, dass du da bist. Natürlich, Marie. Papa ist immer für dich da. Vielleicht habe ich zu schnell gegessen und nicht gekaut. Das kann sein. Manchmal vergisst man das beim Fernsehen. Ja, gestern lief mein Lieblingsfilm aus München. Oh, der mit den lustigen Hunden, der ist wirklich schön. Genau, der. Ich habe so gelacht und dabei gegessen. Nächstes Mal essen wir langsam, okay? Ja, das mache ich, Papa. Ich lerne daraus. Gut, ruh dich jetzt aus, Marie. Danke, Papa. Du bist der Beste.